Aha, ja. Ui, hast du Zeit? Wenn meine Kinder nur ein Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung lesen und es ist mein Buch, dann möchte ich, dass sie eigentlich das Wichtigste, also durch das Buch vermittelt bekommen. Oft so wird es so ein bisschen zu einer Mischform von Hypnose, Imagination und Meditation. Ich persönlich sehe die Meditation als einen sehr konzentrierten Zustand. Und mit der Meditation erreiche ich etwas anderes als mit Imaginationen oder Hypnosen. Immer wieder in dieses Gefühl reingehen und das hilft dir dann auch halt eben ins Handeln zu kommen, etwas zu tun. Je mehr du dich mit dir selber auseinandersetzt, dich besser kennenlernst, umso wertvoller, umso mehr gehst du in die Richtung, die für dich stimmt. Für mich fängt es an mit der Frage, wer bin ich? Aber wirklich zu merken, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle, ich bin nicht mein Ego und das schafft sehr viel Bewusstheit. Also man nennt das oft auch so der Moment des Erwachens, wo man merkt, hey stopp, das bin nicht ich. Und guten Tag und willkommen zu einer neuen Episode von der Oliver Schirach Show mit mir und diesem zweiten Teil meines Interviews mit dem Jugendkollegen Michael Mindset von Basel, einem Mentalcoach, Therapeuten und Fitnesstrainer. In diesem zweiten Teil von diesem etwa zweistündigen Interview gehen wir gerade dort weiter, wo wir im ersten Teil aufgehört haben. Und das war mit einer Übung zum uns entspannen. Und was ist eigentlich eine Hypnose im Vergleich zu einer Meditation oder zu einer Visualisierung, Imagination? Des Weiteren sprechen wir mehr über, wie sind wir von den Gedanken, den Emotionen gesteuert, was ist so ein spirituelles Erwachen oder generell ein Erwachen zu sich selbst, wie können wir an uns selber arbeiten und weiterkommen im Leben und wieso fehlt es gewissen Leuten dann an der Disziplin und wie hängt das mit den Emotionen zusammen? Als Abschluss sprechen wir danach über den Online-Kursus von Michael und seinem Buch. Das Buch ist in Bearbeitung, also noch kein Link, aber sobald es fertig ist, werde ich das natürlich verlinken. Damit ich da nicht zu lange über alles spreche, möchte ich doch einfach, dass ihr reinhört und viel Spaß beim zweiten Teil dieses Interviews. Und sehr schön, also das hat mir jetzt gefallen mit Entspannen. Ein sehr wichtiger Tipp, weil oft ist man so angespannt, dass man dann Ja, vergisst, ja, atmen und ja. ja, ich Ping-Pong jetzt. Ich gehe jetzt da wirklich in die Ping-Pong-Version. Wie ein paar kleine Anfängertipps, um sich zu entspannen. Eine Atemtechnik oder ein Gedanke oder eine Körperbewegung. Hast du da etwas, was du den Leuten weitergeben kannst? Ich bin wirklich Freund von Einfachheit. Augen schließen. Klar, man kann auch zum Beispiel meditieren, wobei Meditieren eher ein konzentrierter Zustand ist als ein entspannter. Aber ja, Augen schließen, ein paar tiefe Atemzüge machen, mal seinen Körper fühlen, so Bodyscan-Techniken, mal wirklich bewusst seine Füße entspannen, bewusst seine Waden entspannen, die Oberschenkel, einfach mal so den Körper durchgehen und wirklich so fühlen, wie die Muskeln so angenehm schwer werden. Nicht so, wenn ich denke, ich will jetzt meinen Körper entspannen, das ist viel zu schwierig. Also ich kann mich da vielleicht besser auf einzelne Muskelpartien konzentrieren. Durch das Konzentrieren oder durch die Konzentration auf einzelne Muskelpartien oder egal auf was ich mich konzentriere, konzentriere ich mich schon nicht mehr auf irgendwelche Gedanken, die mich da belasten oder irgendwas. Also ich komme weg von dieser Negativität auch wieder, falls die mich daran hindert, mich zu entspannen. Oder ich achte mich auf meine Atmung, also klassische, ich nenne es jetzt mal nicht Atemmeditation, aber doch, es geht in die Richtung. Ich einfach ein paar bewusste Atemzüge nehmen, einatmen. Wie fühlt sich das an, wenn ich zum Beispiel durch die Nase einatme? Wie strömt die Luft durch meine Nase ein, wieder aus? Dass ich so wirklich meinen Kopf, mein Gehirn ein bisschen beruhige. Oder auch eine Körperposition finde, in der ich mich wirklich entspannen kann. Darum empfehle ich eigentlich auch, wenn es ums Gefühl geht, also eben wie zum Beispiel Dankbarkeit oder auch Imagination Hypnose, sich nicht hinzusetzen, so das Klassische, was man oft sieht, so Lotussitz, Schneidersitz, gerader Rücken, aufrecht. Das ist eher mit der Idee, sich zu konzentrieren. Aber wenn ich ins Gefühl gehen möchte, will ich mich nicht konzentrieren, dann mache ich das Gegenteil. Ich entspanne mich, ich lasse Dinge aus meinem Unterbewusstsein hochkommen. Und da kann ich mich wirklich gemütlich hinsetzen, also als würde ich eigentlich einschlafen wollen. Sich vielleicht nicht hinlegen, weil dann halt die Gefahr groß ist, dass man einschläft.
aber einfach eine bequeme Sitzposition. Eben, wenn du sagst, ich will mich entspannen, was machst du dann? Dann wirst du wahrscheinlich automatisch gewisse Dinge tun. Und dann mit den Gedanken sein Gehirn ablenken von den Dingen, die dich von der Entspannung abhalten. Man kann es jetzt so ein bisschen erklären wie diese Schneekugeln, die man da schütteln kann. Ah, Und durch diese Konzentration, oder dein Kopf ist so wie so eine Kugel, die ist total, alles ist durcheinander. Und durch diese Techniken, zum Beispiel Bodyscan oder auch auf die Atmung sich konzentrieren, sich entspannen, da können sich diese Schneeflocken so langsam wieder setzen und dem halt eine gewisse Zeit geben. Je nachdem, wenn du es abends machst, brauchst du es vielleicht ein bisschen länger, weil den ganzen Tag durch diese Schneekugel durchgeschüttelt wurde und dann braucht es ein bisschen länger, bis diese Schneeflocken sich setzen. Darum ist es am Morgen oft ein bisschen einfacher, weil dein Gehirn schon eher noch ruhig ist, weil es schon durch den Schlaf hier in einem ruhigen Zustand ist. ja, und ich denke, da sind die Menschen auch wieder unterschiedlich. Und die Asiaten, ich denke mal Ja, Afrikaner ja, und so weiter, die hatten auch dieses selbe Wissen. Wir haben verschiedene Architekturen, Persönlichkeiten. Da gibt es Leute, die sind am Morgen schon hellwach und sie stehen auf ja, und bumm. Aber dafür sind sie am Abend viel mehr, ja, die, die machen nicht mehr viel am Abend. Und da ist es vielleicht für die, ist es einfach am Abend und für andere, welche halt am genau, Morgen, es geht etwas länger. Vielleicht ist es da einfacher. genau. Das andere, was ich auch noch denke, eben Atemtechnik, was man viel hört, ist Box Breath. Also dieses 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden halten. Für ein paar Leute hilft das auch. Ja. Und Ich finde, ja, das Box Breathing finde ich besser, wenn es so ein bisschen um Aktivierung geht. So. Aber rein Atemtechnik finde ich jetzt zum Beispiel die Atemtechnik mit der Betonung der Ausatmung fast effizienter, dass ich mich auf die Ausatmung konzentriere, möglichst langsam und lange ausatmen und mit der Ausatmung so immer schwerer werde. ja, Die Boxatmung, ja klar, gibt es auch, aber es gibt ja so viele verschiedene Atemtechniken, aber so, da würde ich sogar noch die Atemtechnik mit der Betonung der Ausatmung, der Boxatmung vorziehen, okay, ja. wenn es rein um die Entspannung geht. Ich spüre das schon. Also schon auch im Gedanken spüren, wie man das Gewicht oder Ja, der genau, Abfall oder die Sorgen wie ausatmen, die genau. aufgebrauchte Energie wie rauslässt und dann Mhm. beim Einatmen wie das Frische holt. Und eben, also, als du das Genau. mit den einzelnen Körperpartien erzählt hast, dachte ich, oh meine Güte, da schlafen wir ja ein. Ähm, ich, ich habe das mit den Kindern gebraucht, also wirklich so die Kinder von Ja, 10, die 10 werden schwer, so Spaghetti-artig genau. und die Energie fließt aus dem Körper raus, um ihnen zu helfen, sich zu entspannen. Aber das ist sehr, sehr gut, das Mhm. gefällt mir. Dabei komme ich auf die Idee mit Meditation. So du hast das schon mal ein bisschen angesprochen, Unterschied Mhm. zwischen Entspannen und Meditation. Was sind so die falschen Ja. Ideen oder Vorstellungen Menschen haben von einer Meditation? So schwierig, falsch und richtig. Das ist immer so, weil ich will da Okay, niemanden angreifen. Ich will niemandem sagen, du machst das falsch, aber ich weiß, was du meinst, ja. okay. Ich bin da auch, ich habe da auch meine Ideen und ich habe das auch so und so gelernt. Wie gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber so wie ich es gelernt habe, so wie es für mich auch Sinn macht, so wie ich das irgendwo logisch erklären kann, ist, dass auch wenn ich das so beobachte, wenn ich Menschen frage, ja, meditierst du? Sagen viele, ja, ja, mache ich. Zum Beispiel mit so Apps wie Headspace oder weiß ich, was da alles gibt. Was auch alles gut ist, nur da wird oft so, wird das so ein bisschen zu einer Mischform von Hypnose, Imagination und Meditation. Ich persönlich sehe die Meditation als einen sehr konzentrierten Zustand, dass ich eigentlich, also auch rein das kann man auch mit den Hirnströmen theoretisch messen, dass ich in einer sehr hohen Frequenz schwinge in meinem Gehirn. Also, dass so diese ähm, Gammawellen aktiv sind bei der Meditation. Also kann man auch messen, wenn man bei so diesen Mönchen und so hat man das schon angeschaut oder mit diesen EEG-Messungen,
dass wenn die meditieren, dass sie sehr hoch schwingen und die sind eben sehr konzentriert. Also eben zum Beispiel die klassische Atemmeditation. Ich konzentriere mich, das sagt es schon, ich konzentriere mich auf die Atmung, ich fokussiere mich. Und wenn man aber, was viele machen, ist so, ich gehe in diese Traumreise, ich entspanne mich, sitze zwar da, als würde ich meditieren, ich bin sehr aufrecht, zum Beispiel Schneidersitz, was auch immer, Lotussitz, aufrecht, konzentrierter Sitz, aber innerlich bin ich sehr entspannt und ich lasse mich da treiben und dann kommen Gedanken und Gefühle und so. Das ist aber eigentlich eher, das sind dann so die Alpha, Theta, Delta-Wellen aktiv. Im Wachzustand ist es eher so Beta-dominant. Und wenn ich mich entspanne, dann gehe ich eher in dieses Unterbewusstsein rein. Ich möchte aber bei der Meditation möchte ich ins Überbewusstsein. Ich möchte eine beobachtende Perspektive einnehmen, ohne Gefühle, ohne Wertung. Und da kann man schon ein bisschen unterscheiden. Und am Ende, denke ich, ist es ja egal, wie man es nennt und was die Menschen tun, solange es ihnen gut tut. Ich vergleiche es nur immer damit, dass wenn ich sage, ja, wenn ich meine Brust trainieren möchte und dann jeden Tag an die Beinpresse mich setze und mich dann wundere, warum meine Brust nicht stärker wird, dann ja, muss ich mich nicht wundern. Dann habe ich einfach die falsche Übung gewählt. Die Übung ist auch gut, weil wenn ich starke Beine bekomme, ist das ja auch schön. Oder wenn ich joggen gehe, weil ich denke, ich baue dadurch Muskulatur auf. Nein, aber es ist ja auch gut, wenn ich joggen gehe. Es ist auch eine gute Übung. Aber ich finde es immer schön, wenn ich weiß, womit erreiche ich was. Und mit der Meditation erreiche ich etwas anderes als mit Imaginationen oder Hypnosen. Ja, So. das ist ja, das ist eine andere Can of Worms, also Boxe hier geöffnet mit den verschiedenen Übungen. Und Ja, also wir sind genau. beide etwas im Fitness und Gesundheit und viele Leute haben das Gefühl, mit dieser Übung oder mit diesem Essen kommen sie weiter und dann schaue ich an, nein, Genau. absolut nicht. Du brauchst so viel Genau. Energie und Überzeugungskraft, um das zu Ja. machen und du kommst nirgends hin, also wirst du enttäuscht. Aber eben das jetzt mit Mhm. das mit der Meditation und eben dem Gehen lassen, das ist schwierig, weil man sieht von außen nicht Mhm. wirklich, was passiert. Genau. An einer Beinpresse oder an einem Bankdrücken, das sieht man von außen her. Ist jetzt Genau. etwas halt einfacher. Aber eben auch, wie du Genau. sagst, das ist etwas, das für mich lange gedauert hat, ist Meditation heißt eigentlich deine Gedanken trainieren. Eben Ja. zu schärfen, zu fokussieren lernen. Ähm, Ja. Und das heißt jetzt nicht, also es gibt ja verschiedene Meditationen auch wieder da, die Gedanken Absolut. reinlassen, Absolut. kommen, auf die Flamme fokussieren, auf das Dunkle, auf die Gefühle, auf die Mhm. Körpersensationen. Aber im Endeffekt ist es ja ein Fokus. Also wenn man jetzt das Vipassana macht und Genau. die Körpersensationen abscannt, also Körperscanning mehr oder weniger, rauf, runter und das nicht bewertet, da geht es darum, Schmerzen oder Blockaden oder diese schönen warmen Gefühle nicht zu bewerten als, ich möchte mehr davon oder nein, das möchte ich nicht. Durch das Mhm. lässt man dann im Unterbewusstsein diese verschiedenen Traumen, die verschiedenen Blockaden sein. Aber man lernt zu fokussieren. Man kommt ja dann nicht an Genau. meine Freundin, meine Frau, mein Mann, meine Kinder, mein Boss. Diese Gedanken sind ja dann nicht da. Das heißt, man fokussiert sich. Oder die Flamme, man fokussiert sich auf die Flamme. Ja. Man ist wach, man ist Ja. fokussiert. Äh, Ja. Ja. und Oder eben, wenn Gedanken kommen, dann gebe ich denen keine Energie. Sie sind da, ich beobachte sie, sie ziehen wie Wolken weiter. Ich komme zurück zu meinem Objekt, meiner Meditation, sei es der Atem, sei es, wie du sagst, eine Flamme, sei es irgendwas, ein Wort, Mantra, keine Ahnung. Ja, aber eben, es gibt so viele verschiedene Arten und ich spreche jetzt mal so von, wenn man im östlichen, sage jetzt mal, im östlichen Sinne von Meditation, da möchte ich mich gar nicht zu viel drüber, das ist nicht meine Welt, das kenne ich nicht. Ich kenne die Meditation so, wie ich sie gelernt habe. Ich sage mal eher die westliche Art von Meditation. Aber ja, am Schluss machen trotzdem alle plus minus das gleiche. Aber es gibt so viele Arten und eben darum will ich auch nicht sagen, es ist richtig oder falsch. Ja, ich beschränke mich da auf sehr einfache Techniken eigentlich. ja, für mich ging es mehr darum eben, dass das eigentlich ist ein Training für den Fokus und
Ich habe es einfach gemerkt genau. und auch eben die verschiedenen Sitzpositionen. Also man kann auch meditieren im Handstand. Also es geht dann eben, ich glaube, Lotus ist mehr oder weniger fast schon Anfängerlevel. Klar. Ich bin jetzt auch Gen- im Yoga und ich habe jetzt letzte Woche angefangen, verschiedene Positionen aufzunehmen. Und also schon, wenn man Jesus Bilder sieht, der hat die Finger in buddhistischen Positionen. Äh, oder wie er Mhm. es hält. Das ist eben die Luft mit dem Feuer, mit dem Wasser und so weiter verbunden. Und wir hatten eben letzte Woche dann diese verschiedenen Positionen, um zu entspannen eben. Und da hat er auch gesagt, diese Position wird zum Meditieren verwendet. Und dann haben alle gesagt, was, wie? Das ist ja voll Mhm. anstrengend. Und er sagt, ja, das ist eben die Übung. Und mit der Übung wirst du dann lockerer und dann Ja, hältst du die Position und bist fokussiert. Eben, man ist da nicht genau. einfach Mhm. irgendwo Entspannung. Aber das ist Ja. super. Das heißt, ich hoffe, das war gut für die Zuhörer, um zu hören, eben Meditation heißt mehr oder weniger, man lernt zu fokussieren. Mhm. Und eben auch das mit Alpha, Mhm. Theta, Beta, Gamma, diesen Wellen. Ich glaube, es sind wirklich erfahrene Mönche, die sind dann in allen Wellen zur gleichen Zeit. Das hat man, also habe ich Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das sehr stark Gamma, beim Meditieren sehr stark Gamma dominant ist, wirklich in sehr hohen Bereichen, wie es für jemand, der nicht geübt ist, die Meditation fast nicht möglich ist. Aber das kann ich jetzt, weiß ich schon nicht mit den verschiedenen. Also das Ja, habe ich auch gehört. Also die Wellen ja, gehen höher, als man ja, gedacht hat, dass man überhaupt die Wellen, also Hirnwellen überhaupt so hoch gehen ja. können. Äh, Das hat man gesehen, aber ich denke, sehr geübte, die können Mhm. mit allem verbunden sein. Das heißt, man ist wie in dieser Hypnose. Ja. Das gibt ja auch die Wellenlängen, wo man in der Hypnose ist und in starken Fokus und durch das kann man wie die Realität ändern, wenn wir jetzt in das mystische, Mhm. spirituelle gehen. Äh, aber eben, das ist auch schon länger her, als ich es gehört habe. Und das geht dann auch in das Mhm. TM, Transmittal Meditation und so weiter. Aber das ist nicht Ja, die, okay. das Thema dieses Podcasts. Aber ich denke, jetzt sind wir Punkt 2 Dankbarkeit, haben wir jetzt auch ziemlich. Oder fehlt da noch etwas in Dankbarkeit? Für dich hat sich das im Leben was geändert, dass du Dankbarkeit angefangen hast? Warst du einfach glücklicher im Leben oder mehr frei? Oder kamen Sachen zu dir, welche vorher nicht da waren? Wie für mich das Erlebnis mit diesem Retreat im Fünf-Sterne-Hotel und interessanten Leuten, die immer noch in meinem Leben sind. Das war ziemlich eindeutig für mich. Äh, Ich denke, ich versuche für mich halt auch, dass ich will das alles erklären können. Oder wie du es gesagt hast mit Jim Carrey, dass er da diesen Zettel oder diesen Scheck mit sich ein Scheck war, Ja. den er mit sich rumgetragen hat, bis es dann Wahrheit wurde. Ich versuche mir das zu erklären, wie funktioniert das, weil ich da nicht so an ähm, diese Dinge irgendwo nicht glauben kann, die ich nicht erklären kann. So ganz einfach gesagt. Nicht, dass ich jetzt einfach nicht, dass ich es verurteile oder so, überhaupt nicht. Aber ich muss es für mich irgendwo erklären. Und für mich ist die einfachste Erklärung die, dass ich durch meine Gedanken meine Gefühle beeinflusse. Wenn ich immer wieder positiv denke, habe ich positive Gefühle. Positive Gefühle führen dazu, dass ich mich positiv verhalte. Ich mache positive Handlungen. Und diese positiven Handlungen führen wiederum zu positiven Ergebnissen. Und umgekehrt ist es natürlich auch negativ. Wenn ich negativ denke, habe ich negative Gefühle. Gefühle führen zu negativen Handlungen. Negative Handlungen führen zu negativen Ergebnissen. Und das kann ich aus meinem Leben sehr stark so eigentlich unterschreiben oder bestätigen, weil ich merke halt schon, je positiver dass ich denke, desto positiver fühle ich mich, desto mehr mache ich positive Dinge. Diese führen wiederum zu positiven Ergebnissen. Das ist Gesetz der Anziehung. Also ich finde es relativ einfach erklärbar. Auch Ja, mit den Affirmationen. Wenn ich mir jeden Tag etwas Positives sage, dann glaube ich das irgendwann und dann verhalte ich mich entsprechend. Auch wenn ich mich frage, was würde mein zukünftiges wo will ich hin, was würde der jetzt tun, wenn ich mich jetzt schon so verhalte, wie der Mensch, der ich sein möchte, ja, dann werde ich wahrscheinlich auch eher dahin kommen. Wenn ich mich aber nicht so verhalte, ja klar komme ich nicht dahin. Und einfach nur, weil ich einen Scheck mit mir rumtrage, wird das auch nicht passieren. Also ich verhalte mich entsprechend. Der erinnert mich immer wieder an das, was ich möchte. Das löst Gefühle in mir aus. Ich tue was und das gibt dann die Ergebnisse. und das bringt mich zur Frage,
für Leute sagen, okay, schön, jetzt möchte ich diese Person sein. Das ist ja The 7 Habits of the 7 Highly Effective People, Covey, der mit irgendwie 75 an einem Mountainbike-Unfall starb, weil er keinen Helm trug. Mit 75 Mountainbikes. In seinem Buch, ich glaube, das war eines der ersten Bücher für mich, wenn ich ehrlich bin, wo er eben sagt, denke an dein Begräbnis. Wie werden die Leute dich beschreiben? Deine Frau, deine Kinder, deine Mitarbeiter, deine Kollegen. Wie werden die beschreiben? Wie möchtest du, dass sie dich so beschreiben? An der Hand von dem kannst du dann sehen, verhalte ich mich so mit meinem Partner, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, mit meinen Kollegen? Bin ich diese Person oder nicht? Wie du sagst, man kann nicht, viele sagen eben Law of Attraction, also das Gesetz der Anziehung. Wenn ich jetzt ein erfolgreicher Schauspieler oder Musiker sein möchte und ich mache jetzt, keine Ahnung, etwas komplett anderes, dann kommst du ja nicht dahin. Du willst ja nicht eine andere Person jetzt, weil du ein erfolgreicher Musiker bist oder klar, es wird etwas verändern in deinem Leben, weil du jetzt viel Geld hast, aber als Musiker, du musst ja zuerst ein guter Musiker werden oder ein guter Schauspieler oder guter Businessman, also Geschäftsführer oder keine Ahnung, was es ist. Guter Ehemann, gute Ehefrau. Wie bist du dann, oder? Und das heißt, du musst zuerst dich da ändern. Das Joe Dispenza ist sehr stark in diesem Bereich. Become the person you want to be before you become the person. Oder agiere so, als wärst du die Person schon, bevor du diese Person bist. Weil sonst kannst du es nicht werden. Du darfst was tun. Du darfst was tun. Ja, weil wenn ich nur zu Hause sitze auf dem Sofa und halt mir das vorstelle, wie schön das wäre, aber nichts tue, dann wird es nicht passieren, bin ich überzeugt. Aber alleine durch die Emotionen, die diese Gedanken in mir auslösen, diese Gedanken an eine Wunschzukunft, an mein, wie möchte ich sein, auf was freue ich mich, was möchte ich, das bringt mich ins Tun, das bringt mich ins Handeln. Das sind dann die Emotionen, die uns steuern. Also ich brauche diesen Antrieb, ich brauche diese Energie, um etwas zu tun. Und wenn ich es dann tue, dann ermögliche ich es mir auch. Wenn ich es nicht tue, dann, wenn ich meine Muskeln nicht trainiere, werden sie auch nicht stärker. Ja, genau. Und dann gehen wir ins Bodybuilding, das ist wieder das Creative Visualization, wo Leute dann sich visualisieren und trainieren. Also ich kenne da auch jemanden, der beim Trainieren wirklich vorstellt, wie der Muskel, wo er arbeitet, sich in dieser Form verändert, während er trainiert, also doppelt, also mental und das Physische. Jetzt, wenn jemand zuhört und sagt, ja, ich bin seit einem halben Jahr, seit 5 Jahren, seit 10 Jahren in diesem Funk, sagt man auf Englisch, in diesem Loch. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Ich habe keine Ahnung, was ich will. Ja, ich möchte das Leben erleben. Ja, ich möchte die Geschichte schreiben können, ein tolles Buch am Ende meines Lebens haben. Aber ich weiß nicht, wohin. Hast du da irgendeinen Tipp für Leute, die da sind? Ich finde es immer schön, wenn du so deinen Sinn und deine Werte findest. Und das, was du vorhin erwähnt hast, von Covey oder von wem auch immer das kommt, ich habe das jetzt auch schon von verschiedenen Seiten gehört, mit dieser Frage, die du dir stellst, was möchte ich, dass Menschen bei meiner Beerdigung, dass die über mich erzählen, wenn ich mein perfektes Leben gelebt hätte. Und dazu darfst du auch wieder in die Entspannung gehen und dir das mal so überlegen, wirklich dich entspannen, mal schauen, was bringt dir da dein Unterbewusstsein. Was möchte ich, wenn ich mein perfektes Leben gelebt hätte? Wie auch immer das ist, spielt ja keine Rolle, also das ist komplett wertfrei. Muss jeder für sich selbst dann halt fühlen, was für ihn stimmt. Und das ändert sich ja dann mit der Zeit auch oder darf sich auch wieder ändern. Aber dann in dieses Gefühl reingehen und sich dann mal aufschreiben, was würden diese Menschen über mich erzählen? Vielleicht nur 1, 2, 3 Sätze maximal. Wie habe ich mein Leben gelebt? Und dann aus diesen Sätzen raus kannst du sehr stark so deinen Antrieb finden. Was treibt mich an? Was ist mir wichtig? Und dann habe ich so wie einen Kompass. Das heißt nicht, dass ich genau die Destination Hauptstraße 25 in mein Navigationsgerät eingeben kann, aber ich habe eine Richtung, wo ich hin möchte.
Oder auch die Werte, dass ich mir mal bewusst mache, was sind denn Werte, die mir wichtig sind. Und wenn ich meine Entscheidungen, meine Handlungen mit diesem Sinn und diesen Werten überprüfe, dann fällt es mir schon viel leichter. Es spart mir Energie. Ich kann gewisse Entscheidungen einfacher fällen und dann komme ich wahrscheinlich auch eher aus dem Loch, wie du es genannt hast, auch eher raus, weil ich mich nach meinem Sinn und meinen Werten verhalte und dann auch eine schöne Vision noch haben von meiner Zukunft. Das muss nicht, ja, ich habe ein Haus mit so und so viel Zimmer und der Hund ist schwarz und nein, das ist ein Gefühl. Wie möchte ich mich fühlen? Klar können das auch sehr konkrete Bilder sein, aber bei gewissen sind das konkrete Bilder, bei gewissen ist es nur ein Gefühl. Aber einfach mal zu wissen, wo ich hin möchte, das ist sehr, sehr wertvoll, um im Leben halt einfach, ja, voranzukommen, zu leben. Das gefällt mir. Du hast ja gesagt, für gewisse ist das eben das konkrete Bild. Ein Haus mit 2 Stöcken, Ja. eine große Vorgarten und dann eine Terrasse Richtung Süden und Arbeitszimmer und schwarze Labrador, 45 Kilo, keine Ahnung, mit einem Teich und Goldkarpfen. Und bei anderen ist es, ich möchte mich zu Hause fühlen. Und Genau. das ist, ja, wenn man da Human Design geht, dass eben, es gibt Leute, die versuchen dann eben Law of Attraction, dieses, wie heißt das? The Secret war das Buch, dann eben wirklich ganz konkret vorzustellen, was, wie, wo, eben mit allen Details und nichts passiert. Und die finden dann raus, es geht eher um das Gefühl und dann kommen die Sachen in ihr Leben. Bei anderen ist es wirklich das Konkrete. Wenn wir jetzt nochmal bei dieser Vorstellung sind, was ist deine Praxis? Wie stellst du dir das vor? Schreibst du die Sachen auf? Gehst du in Bücher, schneidest raus und klebst dir das auf ein Papier und hängst es in deinem Arbeitszimmer auf? Oder machst du ein PowerPoint und das schaust du dir jeden Tag an mit dem Fahrzeug, das du möchtest, der Frau, dem Körper, den Kindern, keine Ahnung, der Arbeit? Oder wie sieht das bei dir aus? Oder was für Tipps hast du für die Zuhörer? Weil es gibt so viele verschiedene, ja, ich stelle mir das vor. Oder sitzt du einfach in die Meditation, hast eine Liste, das sind die 5 Sachen, die ich mir vorstellen möchte. Viel hilft viel. Nein, ich versuche immer wieder neue Dinge aus. Ich habe auch ein Vision Board, ich habe einen Lebensfilm, wo ich da mir so auch gewisse Affirmationen zu einem kleinen Film zusammengeschnitten habe, mit schönen Bildern, die das so plus minus verkörpern, was ich da möchte oder was sich gut anfühlt. Das sind Affirmationen, es sind Visualisierungen, finde ich sehr, sehr stark. Also finde ich fast das Effizienteste. Nur schon am Morgen, wenn ich aufwache, ich mache das nicht jeden Tag, aber einfach kann mal sein jeden zweiten Tag, vielleicht mache ich es auch mal jeden Tag, ist egal. Aber wenn ich aufwache, bevor ich aufstehe, einfach nochmal kurz, okay, die Augen vielleicht nochmal schließen oder halt zulassen. Und dann diese Bilder im Kopf nochmal durchgehen, sich fühlen, als wäre, das ist noch wichtig, ich möchte mich so fühlen, als wäre es schon so. Nicht ich fühle, dass ich das will, sondern ich fühle mich, als wäre ich schon da. Und halt mit diesen Bildern im Kopf, ja, ich habe es gesagt, Affirmationen, Vision Board, Lebensfilm. Was gibt es noch? Was mache ich noch? Ja, das sind so die 4. Ja, also du bist aktiv. Also du bist ein aktiver Law of Attraction Praktikant, höre ich hier. Ja. Super. Aber eben, es ist nicht, dass ich da. Das Gute ist, wenn du halt ein Vision Board hast, dass du dann immer wieder mal siehst. Ich muss das nicht aktiv jeden Tag, ich muss noch mein Vision Board ansehen. Ich sehe das und dann, ja, cool. Oder ich sehe, dass ich irgendwo auf meinem Desktop diesen Lebensfilm habe und dann schaue ich mir den vielleicht noch kurz an oder eben dann habe ich die Achtsamkeit und sage mir, ich könnte eigentlich noch eine Visualisierung machen am Abend oder am Morgen oder einfach immer wieder in dieses Gefühl reingehen und das hilft dir dann auch halt eben ins Handeln zu kommen, etwas zu tun. Ja. Darum, also viel hilft viel, eben nicht übertreiben, man muss sich da nicht damit geißeln, aber ja. Ja, man muss auch noch leben dazwischen. Genau. Weil es erinnert mich nur an Mike Camper Michael, der andere Michi von Ash. Der hat, ich hatte ihn,
vor ein paar Jahren interviewt. Da war er noch der Chef oder CEO. Jetzt ist er runtergetreten wegen Depression. Das ist schon etwas länger her. Ich müsste mal mit ihm nochmal ein Interview haben über das Ganze. Und er hat gesagt, er hat auch ein Vision Board gemacht mit ein paar Bildern. Und dann eines Tages ging er in den Keller mit seiner 3-jährigen Tochter oder so. Und da war dieses Vision Board da. Er hat das komplett vergessen. Aber er hat gesagt, 50% von den Sachen, die er da draufgeklebt hatte, kamen zur Realität. Das wurde alles Wirklichkeit. Und er war richtig überrascht. Aber bei ihm war es wirklich, er hat es einmal gemacht, hat sich das angeschaut, vielleicht wie lange weiß ich nicht mehr, und dann weggesetzt. Das sind dann so diese passiven Law of Attraction vom Human Design Punkt. Da gibt es die Aktiven, die müssen das mehr oder weniger jeden Tag machen, damit es zur Realität wird. Aber da haben wir das Kapitel Dankbarkeit. Wow, meine Güte, wir kommen vorwärts. Aber wir gehen wirklich, ich denke, wir sind im Universum Michael Mindset und Mentalcoaching. Das lebendig. Wie ist man lebendig? Was heißt das? Eben genießen, das Leben ist eine Geschichte. Genau. Bewusst. Also bewusst das Leben wahrnehmen. Also ich finde, Bewusstheit ist etwas vom Wertvollsten, das ich lernen durfte. Ist etwas vom Wertvollsten, das ich auch wirklich sehr, sehr oft aktiv praktiziere. Und dann ist es auch lebendig. Das ist für mich lebendig sein. Also nicht im Autopiloten durchs Leben fliegen, sondern halt eben raus aus dem Autopiloten, manuell zu fliegen, Dinge wahrzunehmen, wie sie sind. Bewusstheit. Und wie kommt man aus dem Autopilot raus? Oder wie realisiert man ist im Autopilot? Ich denke, wir sind alle im Autopilot. Die Frage ist, wie oft kommst du da wieder raus? Also es ist auch nicht, ich denke, es ist nicht möglich, dass du den ganzen Tag den Autopiloten verlässt. Nur halt immer wieder aussteigen. Also vielleicht kann ja sein, wenn jemand so, sagen wir mal, geistig so entwickelt ist, dass er nicht mehr im Autopiloten ist, kann sein, ich weiß nicht, ob das anstrebenswert ist oder nicht, aber einfach sich den Autopiloten immer wieder bewusst machen und dann halt für einen Moment wieder aussteigen, weil der Autopilot ist ja auch wichtig, weil ohne Autopilot brauchst du unglaublich viel Energie. Also da kommst du oft auch nicht vom Fleck. Darum sagt man ja oft auch, dass wenn du was tun möchtest, dann schau, dass du dir Gewohnheiten aneignest, und Gewohnheiten sind ja auch so eigentlich Autopiloten. Nur schon das Denken, dass ich gewisse Dinge, gewisse Denkmuster, die in mir automatisch getriggert werden, sich die mal bewusst machen. Bewusst zu denken, bewusst dann auch zu fühlen. Aber es ist immer ein Wechsel von diesem Autopiloten zum Manuell. Ja, und dann nochmal kurz, ich denke, wir haben das etwa ein paar Mal angeschnitten, aber wie kann man dann sich bewusst werden? Aha, ja. Ui, hast du Zeit? Nein, für mich fängt es an mit der Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Mich wirklich da mal damit auseinanderzusetzen. Und so weit zu gehen, ich denke, Menschen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, für die ist das oft so, was spricht er da, was redet er da? Aber wirklich zu merken, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle, ich bin nicht mein Ego. Und das schafft sehr viel Bewusstheit, dass du dich wirklich distanzieren kannst von deinen Mustern, von deinen zum Teil eben auch negativen Gedanken, negative Prägungen, negatives Verhalten, was nicht immer möglich ist und auch nicht immer möglich sein muss, aber halt immer wieder, wie ich gesagt habe, immer wieder aussteigen. Aber da einfach wirklich sich die Frage zu beantworten, wer bin ich? Ich bin nicht, ja eben, das kommt auf deine Hörer drauf an, aber dass ich sage, ich bin nicht Michi. Michi ist nur mein Name, den habe ich selbst mir nicht gegeben. Den haben mir meine Eltern gegeben. Das bin nicht ich. Und auch alles, was ich denke, ist ja nur ein Resultat von all dem, was ich in meinem Leben gelernt habe, von dem Wertesystem, von all den Informationen, die in meinem Leben, in meinem Kopf gespeichert wurden. Das bin nicht ich. Das ist nur der Output, der von meinen Informationen, von den Programmen in meinem Gehirn produziert wird. Und sich das mal bewusst machen. Wer bin ich?
dass ich, was auch immer, gewisse sagen, ja, ich bin meine Seele, ich bin mein Geist, ich finde noch schön, ich bin reines Bewusstsein, ich bin Gewahrsein, das ist auch so ein Begriff. Und aus dieser Sicht, aus dieser Perspektive des Bewusstseins, das Leben zu betrachten, sein eigenes Leben zu betrachten, sein Ego zu betrachten. Ich sage immer, also unter Ego verstehen ja viele ja Egoismus und weiß ich was. Nein, Ego verstehe ich einfach nur, Michi ist mein Ego. Das ist die Figur, die aufgrund von meinen Prägungen, von meinen Informationen, die in meinem Gehirn gespeichert sind, entstanden ist. Das ist mein Ego. Wie eine Figur, wie in einem Film. Und jetzt kann ich mich entscheiden, bin ich die Figur in dem Film oder schaue ich den Film? Also mein Leben. Und diese bewusste, so eben, da braucht es diese Frage, wer bin ich? Und mit dem Beantworten dieser Frage, da komme ich sehr weit. Und dann, ja, wie geht man dahin? Einfach beim Spazieren, beim Arbeiten oder geht man da in eine relaxed, also in eine entspannte Situation auf dem Sofa, im Wald spazieren oder in der Meditation? Oder geht man da zum Hypnotiseur? Das ist eine sehr gute Frage. Habe ich mich auch schon ganz oft gefragt, was sage ich da auch meinen Klienten, wenn das Thema ist. Aber für mich ist es eher ein meditativer Zustand, ein konzentrierter Zustand, in dem ich eben die Gefühle weglasse, weil die Gefühle werden ja auch nur durch das Konstrukt meines Egos, durch die Informationen die in meinem Gehirn sind, produziert. Also versuche ich mich da zu distanzieren. Ich versuche das Ganze so rational wie möglich, wirklich aus dieser Beobachterperspektive, aus dieser meditativen Perspektive zu betrachten. Mich zu lösen von diesen Wertungen. Eher meditativ. Ja, also ich setze mich hin. Ich finde es auch noch schön, wenn man zum Beispiel seinem Gehirn oder seinem Ego einen Namen gibt, um das auch besser ansprechen zu können. Oder ja, in der Regel hast du ja schon einen Namen. Das Frage ist jetzt, gebe ich meinem Ego einen neuen Namen? Oder sage ich halt einfach, ja, Michi ist mein Ego und ich spreche jetzt mal aus Sicht meines Bewusstseins mein Ego direkt an. Das klingt ein bisschen schizophren. Also nicht, dass man mich jetzt abholt und irgendwo einweist. Die Notnummer habe ich hier. Genau. Also das kann unglaubliche, also man nennt das oft auch so in dieser Persönlichkeitsentwicklungswelt so der Moment des Erwachens, wo man merkt, hey, stopp, das bin nicht ich. Ja. Wenn ich mich von meinem Ego trennen kann und dann wirklich mal mit seinem Ego sich unterhält. Das kann so ein Gespräch sein. Ich kann mal mein Ego ansprechen und sagen, hey, sag mir doch mal alles, was du mir sagen möchtest. Und dann höre ich meinem Ego mal zu, so wie seine Gedanken beobachten, aber wirklich die mal auffordern, also mein Gehirn mal auffordern, Gedanken zu bringen, mit denen die einfach nur wahrzunehmen, nicht darauf eingehen, nur wahrnehmen. Und dann auch feststellen, wie es immer ruhiger wird, weil wenn ich nicht auf diese Gedanken eingehe, dann werden die immer ruhiger. Das ist wie wenn du mit dem Menschen sprichst, aber nicht auf das eingehst, was er erzählt. Eigentlich sehr emotionslos, nur zuhörst, aber nicht. Irgendwann wird der Mensch ruhig. Also gewisse früher, andere später. Und diese Ruhe dann festzustellen, hey, diese Stimme, das bin nicht ich, das sind nur meine Gedanken. Das ist wahnsinnig wertvoll. Ja, das bringt mich dann zu verschiedenen Geistesblitzen. Auch eine Kollegin in den Bergen, sie hat gesagt, es ist so schön, wenn die Gedanken plötzlich weg sind. Man hat das Gefühl, wenn die Gedanken da sind, hat man das Gefühl, man kann ja nicht durch das Leben gehen ohne Gedanken. Man muss ja überlegen, wie man jetzt die Wäsche wäscht, das Geschirr spült, das Essen kocht, all das. Aber je mehr man lernt, eben auf sich selber einzugehen und die Gedanken wie so gehen lässt, dass man wird mit mehr fertig als vorher, weil man macht einfach, ohne die Gedanken dazwischen kommen. Das andere ist auch eben, dass man spricht mit dem Ego oder gibt dem Ego einen Namen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Frau heißt, die unterrichtet über Innovation, oder wie war das? Intuition, nicht Innovation. Intuition und Kreativität. Und sie spricht auch vom dem Ego einen Namen geben. Fühlen, was ist das Ego? Weil das Ego ist wie ein untrainierter Hund. Sie nennt das untrainierten Hund. Der dann uns steuert und dann muss man links und rechts, also wie jetzt mein Hund, die zieht immer Richtung Autos.
da kann man nicht so relaxed, also so entspannt durch die Straßen ziehen, weil man immer irgendwie auf den Hund aufpassen muss, weil der nicht richtig Mhm. trainiert ist, nicht schön bei Fuß Mhm. geht und dann, den kann man ja auch mal frei laufen lassen, wenn der Platz da ist. Ja, Und hat ja auch gesagt, gib einen Namen und dann sprich mit ihm und trainiere. Es ist nicht etwas Schlechtes. Das Ego ist nicht schlecht. Wir brauchen das Ego nein, in nein, diesem gar Leben. nicht. Und Du das, kannst nicht überleben ohne das Ego. Also du brauchst ja um überhaupt, also sonst könnten wir nicht miteinander kommunizieren. genau. Ja, Oder navigieren. das Ego ist ja die Summe von all dem, was ich gelernt habe. Ich könnte dir nichts erzählen, wenn ich mein Ego nicht hätte. Also das Ego ist, damit bin ich überhaupt erst also kann ich überhaupt erst existieren. Ja, es ist Ja, oder eben durch, nicht negativ gemeint, wirklich. ja, auch durch das Leben navigieren. Und das wird in der Genau. spirituellen Welt wird halt das Ego oft als etwas Negatives angesehen. Aber Ja, das ist ja dann auch ja, wieder ein Ego-Ding. Ich bin so erleuchtet, ich bin so weit im Leben, ich bin halt so genau. emotionell verbunden mit den Leuten und sagen, nein, du wählst das, das ist ja ein Teil von deinem Ego und das Ego hält sich da fest. Wenn du dich so Ja, stark, und da gehen wir auch wieder zurück, was wir vielleicht vor etwa 1,5 Stunden gesprochen haben, du identifizierst dich zu stark damit und da bist du nicht frei. Du bist konditioniert und sagst, ja, genau. ich bin eine hochsensible Person oder ich bin, ähm, ja, was auch immer. Also in der spirituellen Welt Mhm. ist das hochsensibel sehr oft. Oder ich bin nicht vom Genau. Ego gesteuert. Und dann ist man wirklich dann vom Ego gesteuert, weil das Ego sich damit Mhm. identifiziert und man ist nicht frei. Man kann da nicht frei Ja, mit Leuten genau. umgehen. Das heißt jetzt nicht, Genau. dass man nicht Zeit für sich braucht. Das heißt jetzt nicht, dass man vielleicht Ja, ne? überfordert ist mit zu vielen Leuten. Ja. Das kann man navigieren. Es gibt sehr viele, die haben das gemerkt und gesagt, hey, ich konnte nicht mehr als 5 bis 10 Leute in einem Raum sein. Da wurde ich kaputt, ich war müde. Mhm. Nach 3 Stunden musste ich nach Hause einen Tag für mich haben. Jetzt stehe ich vor 500 bis 10.000 Leuten. Kein Problem. Ja, Weil ich habe mich ja. davon gelöst, von der Selbstidentifikation oder mit dem Ego, wie du vorhin gesagt hast. Was bin ich? Wer Mhm. bin ich? Das ist nach die Frage, was heißt das authentische Selbst zu finden? Das ist ja auch ein Ja. spiritueller Weg, ein Erwachen. Was heißt authentisch zu sein? Und ich bin authentisch, wenn ich nicht wie Michael in der Welt agiere. Genau. Ja. Ja, du bist dir bewusst, was dein Ego ist, was dich ausmacht, ja, und dann nicht ein anderes Ego, ich versuche nicht ein anderes Ego zu sein, als das ich bin. Also das ist so ein bisschen, ja, Ja, zu dem stehen und ja. ja. Es ist schwierig. Ich denke, Mhm. da und für mich, also du siehst, also ich bin jetzt überrascht, wie gut es eigentlich ging auf Deutsch, weil ich noch eher im Englischen denke und agiere. Hochdeutsch ist doch schon einige Jahre her, auch das Konsumieren auf Deutsch. Aber wir haben ja auch gesagt, wir möchten mal auf deinen Kursus eingehen. Jetzt haben wir schon so lange geredet, aber ich Mhm. denke, vieles, was du im Kursus hast, reflektiert auch wieder zurück auf das, was wir hier besprochen haben. So, was ist der Genau. Kursus, den du anbietest? Ein Online-Kursus und wie sieht der grob aus? Was lernt man da? Was unterrichtest du? Ja. Und wo findet man Ja, den? also man findet den auf der Internetplattform Institut für geistige Entwicklung ist da drauf. Das ist ein Institut von Gabriel Palacios in Bern. Und da biete ich den an. Der nennt sich Key Motion. Ebenso Key und Emotion, also Key Motion, also Emotionen als Schlüssel zum Erfolg oder was auch immer Erfolg ist. Das ist noch ein bisschen so ein Reizwort für viele. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Aber wenn ich glücklich sein möchte und dann glücklich bin, dann ist das Erfolg. Also Erfolg muss nicht nur finanziell oder weiß ich was materiell sein. Erfolg ist immer dann, ja, glücklich zu sein, ist ein Erfolg. Und in dem Kurs geht es darum, halt den Menschen, also sehr viele Dinge, die wir jetzt schon besprochen haben, um einfach mal den Menschen aufzuzeigen, wie wichtig sind die Emotionen, wie stark steuern uns die Emotionen und dass die halt auch wirklich dafür verantwortlich sind, ob ich Dinge tue oder nicht. Also ich bin eigentlich auch dadurch, oder der Grund, warum ich diesen Kurs gemacht habe, ist, dass ich mir gesagt habe, hey, so viele Menschen wissen, was sie tun sollten, tun es aber nicht. Was braucht es, damit man etwas tut? Und dann, ja,
Er hat recherchiert und gemacht und gelernt und hin und her und über neurowissenschaftliche Dinge, psychologische Dinge, mit all dem, was ich in den Ausbildungen gelernt habe und so weiter. Und dann wirklich gemerkt, hey, die Emotionen sind eigentlich der Schlüssel von dem Ganzen. Die Emotionen sind das, was mir die sogenannte Disziplin, die Motivation überhaupt erst geben. Weil viele sagen ja auch, ja, ich kann das nicht machen, weil ich hab keine Disziplin. Ja, nein, Quatsch. Wenn du die nötigen Emotionen hast, die den Willen in dir auslösen, etwas zu tun, dann hast du die Disziplin. Also dann verhältst du dich diszipliniert. Und da geht es wirklich darum, den Menschen so zu zeigen, hey, wie wichtig sind denn diese Emotionen, dass sie auch verstehen, wie sie selbst funktionieren, dann auch mehr Akzeptanz dem gegenüber, was sie tun, Akzeptanz dem gegenüber, was andere Menschen tun, weil man einfach merkt, wir sind alle etwa gleich. Wir funktionieren alle gleich, sind zwar anders programmiert, aber funktionieren alle gleich. Und wenn man das verstanden hat, dann sich für sich halt dann auch nützen, oder mit dem Finden des Sinns, Finden der eigenen Werte, mit Übungen, dass man das wirklich bis zum Kern so macht, um für sich das rauszufinden, dann diese Emotionen für sich nutzt. Also man schaut, hey, was will ich denn aktuell? Ist das wirklich in meinem Sinn? Tue ich wirklich das, was ich möchte, oder tue ich das, was ich glaube zu wollen? Und dort halt auch mal aufzuräumen, gewisse Ziele vielleicht über Bord zu werfen, weil man merkt, das sind nicht meine wirklichen Ziele. Ich meine nur das zu wollen, weil mir das vielleicht Social Media oder irgendwas eingeredet hat. Und dann halt neue Ziele definieren, diese Emotionen zu verstärken, also förderliche Emotionen verstärken, hinderliche Emotionen oder Emotionen, die mich bremsen, eher zu reduzieren oder auch zu nutzen, zu durchleben, wie man das auch immer sagen kann. Emotionsquellen finden. Ja, Leidenschaft ist auch ein Thema. Wird auch immer wieder genannt, wenn man Erfolg haben möchte, wenn man etwas erreichen möchte, dann braucht man eine gewisse Leidenschaft. Und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch für etwas eine Leidenschaft hat oder finden kann. Und dass man sich da wirklich mal damit auseinandersetzt. Gewohnheiten ist ein Thema. Ja, und eben halt wirklich diese Basistechniken, um überhaupt mit seinem Geist arbeiten zu können. Weg von diesen ganzen, dass man so ein bisschen sich zurechtfindet, auch in diesem Dschungel der Persönlichkeitsentwicklung, mit diesen unendlich vielen Techniken, die alle toll klingen und ihre Berechtigung haben, aber oft ist weniger mehr. Und mit wenigen Techniken, die deine Achtsamkeit fördern, die dein positives Denken fördern, die deine Bewusstheit fördern, Chancenbewusstheit und so weiter, damit zu arbeiten, diese wirklich zu verinnerlichen und dann halt mit den Emotionen seine Ziele zu erreichen, ein glückliches Leben führen zu dürfen. Okay. Das heißt, dieser Kursus ist dann so wie ist der aufgebaut? Also wie viele Elemente sind da und was machst du da? Das Also, sind 15 Module total. Also es ist das Online-Kurs, ja, du bekommst den Zugang und dann kannst du in deinem Tempo diesen Kurs machen. Du hast diese 15 Module, bei denen du dich durcharbeiten darfst. Ich finde es auch schön, wenn jemand sagt, hey, ich widme jetzt diesem Kurs das nächste halbe Jahr oder das nächste Jahr. Das heißt nicht, ich muss den Kurs in 2 Wochen durchackern, das macht keinen Sinn. Weil ich darf ja ins Gefühl gehen, ich darf die Dinge anwenden, ich darf Erfahrungen machen, ich darf neue Erlebnisse schaffen durch diesen Kurs, was mich dann auch nachher nachhaltig verändert, falls ich das möchte. Wenn ich jetzt gewisse Denkmuster ändern möchte, wenn ich gewisse Verhaltensmuster ändern möchte, dann darf ich dem Zeit geben. Und dann darf ich mit diesem Kurs, darf ich zum Beispiel mein nächstes halbes oder mein nächstes Jahr mich begleiten lassen und da immer wieder neue Techniken, neue Inputs, neues Wissen anwenden, neue Gefühle, wirklich viele Übungen, wo ich wirklich ins Gefühl gehe, Hypnosen, Imaginationen, Meditation, dass ich da wirklich mich selbst einfach auch besser kennenlerne. Es ist eigentlich eine Reise zu mir selbst, dass ich wirklich merke, hey, was will ich, was treibt mich an, wo habe ich die Energie, um auch wirklich ins Tun zu kommen, um dran zu bleiben, um glücklich zu sein, um mich selbst so kennenzulernen, dass ich glücklich sein darf und kann. okay, das heißt, der Kurs ist eben 15 Module und dann eingeteilt in Theorie und dann praktische Übungen oder? Genau. Das sind Videos und da erkläre ich diese verschiedenen Thematiken, diese Übungen. Es gibt noch ein Workbook dazu, wo das ist über 100 Seiten dann geworden. Ich
Ja, am Anfang war es so, ja, man musste noch so ein bisschen, Leitfaden und dann wurde es immer größer und größer. Die Idee von dem Workbook ist eigentlich, dass ich damit mit gezielten Fragestellungen die Leute ein bisschen in die Richtung lenken kann, also nicht wie ich das möchte. Am Ende es muss jeder selbst wissen, wo er hin möchte, aber falls vielleicht gewisse Inhalte falsch verstanden werden, wenn man das so sagen darf, dann kann ich die Leute mit den Fragen vielleicht wieder in die Richtung lenken, wo ich es, wie ich den Kurs, was ich mir beim Kurs gedacht habe, so. Und alleine durch das Beantworten dieser Fragen, denke ich, wirst du dich selbst so stark wieder besser kennenlernen, dass da schon alleine durch das schon viel in dir passieren kann. Je mehr du dich mit dir selber auseinandersetzt, dich besser kennenlernst, umso wertvoller, umso mehr gehst du in die Richtung, die für dich stimmt. Und dann funktionieren plötzlich Dinge, die vorher nicht funktioniert haben. Oder sie sind auch egal, wenn sie nicht mehr funktionieren, weil es einfach nicht deines ist. Okay. Ah, können dann die Leute auch mit dir in Kontakt treten durch den Kurs Klar. oder? Okay. Also es gibt, ich bin ich abgeschottet, man kann mich erreichen, man findet meine Telefonnummer, man findet meine E-Mail-Adresse im Internet beim Kurs. Okay. Und was wir auch machen, da wird jetzt im Juni oder Juli, ja, jetzt demnächst wird der erste Live-Call stattfinden, um so auch Fragen beantworten zu können, die in dem Kurs entstanden sind, um die Leute noch ein bisschen besser noch zu begleiten, um gewisse Dinge noch ein bisschen mehr auszuführen, vielleicht noch eine Übung zu machen, so Live-Calls für die Teilnehmer dieses Kurses. Genau, gibt es auch noch. Ja, Okay. Das ist cool. Ja, ja. diese Live-Calls, die wurden etwas mehr populär die letzten paar Jahre. Ja, genau. Ja, dann, ja, wir sind schon ziemlich bald bei 2 Stunden angelangt. Ich weiß nicht mehr, ob, Die Zeit fliegt. ja, ich könnte sicher noch eine Stunde mehr Fragen stellen. Äh, Mhm. ist einfach die Frage, wie lange die Zuhörer noch Energie haben. Aber auch dieses Video muss man nicht an einem Stück schauen. Das kann man auch über mehrere Genau. Teile schauen. Das mache ich so. Genau. Jetzt Ja. weiß ich, du arbeitest auch an einem Buch. Und das Ja. Buch war zuerst gemeint als Begleitung zum Kursus, aber es wird etwas anderes. Oder wie sieht das aus? Was können die Leute Ja. erwarten, wenn das Buch dann mal fertig ist? Ja, was ist der Inhalt und ja, was Die ist unendliche Geschichte. die gibt es schon. Nein, die Ursprungsidee war wirklich das Buch zum Kurs, wo ich vielleicht gewisse Inhalte noch ein bisschen ausführlicher behandle. Und ich habe mich halt in den letzten Monaten, Jahren auch wieder oder auch mit dem Erstellen dieses Kurses wieder selbst so viel weiterentwickeln dürfen, wieder so viele neue Erkenntnisse. Und ich habe mich da nicht wohlgefühlt, wenn ich habe so gedacht, ja, ich will das den Leuten nicht vorenthalten. Ich will diese neuen Erkenntnisse, dieses gewisses noch größere Bild irgendwo auch noch in dieses Buch mit reinpacken. Und dann wird es halt jetzt nicht das Buch zum Kurs, sondern es wird ein Buch, in dem sicher die Inhalte dieses Kurses auch abgebildet sind, aber es wird noch ein bisschen größer. Eben, ich muss jetzt schauen, dass es nicht zu groß wird, weil die unendliche Geschichte gibt es schon. Ja, aber das ist so ein bisschen ein Lebenswerk, fühlt es sich an. Das ist so, für mich ist es so auf die Idee, wie wenn meine Kinder nur ein Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung lesen, jemals in ihrem Leben, und es ist mein Buch, dann möchte ich, dass sie eigentlich das Wichtigste also durch das Buch vermittelt bekommen. Also das Wichtigste ist natürlich noch schwierig. Was braucht ein Mensch? Aber ich denke, so die Basis für Glück und Erfolg. Ich habe auch noch keinen Titel, aber es geht so in die Richtung. Einfach den Menschen zu zeigen, auch sehr praktisch zu zeigen, erklärbar zu zeigen, was ist Glück, was ist Erfolg, wo kommt das her, wie erreiche ich das mit einfachen Techniken, bei der Basis bleiben, einfach bleiben. Aber eben, es wird dann halt trotzdem schnell sehr groß, weil ich es halt wirklich so rund machen möchte, dass es in sich geschlossen funktioniert. Okay. Ja. Also ich denke, wir machen dann nochmal eine Episode nur über das Buch. Irgendwie vielleicht in dem Sehr Prozess, wie kommt man auf die Idee, ein solches Buch zu schreiben, wie kommt man vorwärts und so weiter. Das könnte vielleicht auch noch interessant sein für ein paar Leute.
Klar. Dann, ja, um irgendwann mal auch zu einem Ende zu kommen, obwohl eben, wie gesagt, wir können da noch ein paar Stunden zuhängen. Hast du irgendwelche Call to Action oder Advice, eben etwas Praxis? Also wir haben ein paar verschiedene praktische Beispiele gestreut durch das ganze Interview. Aber hast du irgendetwas, was du sagst, okay, ich habe noch etwas, was ich die Leute gerne aktivieren möchte, was sie mitnehmen können? Ja. Ich glaube, man merkt, ich habe Mühe, mich kurz zu halten. Aber ich gebe mir Mühe. Nein, ich denke, wir haben vieles schon gesagt mit Praxis. Eben bleibt einfach, lebt euer Leben, macht wirklich viele Erfahrungen und genießt es, euch auch so immer besser kennenzulernen. Findet so das, was euch erfüllt, was euch wirklich begeistert und wozu ihr auch dadurch die nötige Energie habt, es zu tun. Und verliert euch nicht im Dschungel der Persönlichkeitsentwicklung, sondern haltet euch wirklich an die Basis wie Achtsamkeit, Dankbarkeit, Chancenbewusstsein und Bewusstheit, um glücklich zu sein. Ich denke, dass, wenn man sich daran hält, fährt man schon mal nicht schlecht. Okay, ja, das ist sicher sehr gut. Das Achtsamkeit, Dankbarkeit sind schon zwei sehr, sehr gute Punkte. Ja, wo können Leute dich finden oder wo getraust du dich, dass die Leute dich suchen? Also ich habe eine Homepage, man findet mich im Internet unter mindset.ch. Also nicht, dass ich jetzt nicht weiß, wie man Mindset auf Englisch schreibt, aber mein Name Mindset einfach mit einem N in der Mitte, mainzet.ch. Dort findet man mich. Ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook. Ja. Ich denke, die mich finden wollen, die finden. Ja, das heißt, entweder auf einem Online-Kurs, Webseite oder dann Oder genau. Also Institut für geistige Entwicklung. Genau. unter dann Michael Das ist Mindset, der Kurs. Keymotion. Genau. Super. Genau, Keymotion. Ja. Ja. Habe ich irgendetwas vergessen, was jetzt auf deinem Herzen liegt, das unbedingt raus muss? Ich denke nicht. War ein echt tolles Gespräch. Wirklich sehr cool. Nee, ich denke nicht. War wirklich gut. Ja, Vielen Dank. kein Problem. Und ich habe noch hunderte Fragen, aber eben dann sprengen wir, glaube ich, die Achtsamkeit unserer Zuhörer. Und eben für die Zuhörer, also ich habe nicht sehr viele Interviews auf Deutsch jetzt, aber ich versuche, die verschiedenen Sprachen, die ich spreche, auch in Interviews umzusetzen. Und das heißt, für alles bitte Like, Share, also ja, Thumbs up, Daumen hoch, auf Deutsch Daumen hoch und kommentiert, stellt Fragen an mich oder Michi und wir sind beide offen, dann vielleicht eine Episode zu machen mit den offenen Fragen, wo wir vielleicht tiefer gehen in das eine oder andere Gespräch oder Subjekt, Objekt, Thema, da sind wir. Und mit dem, also ihr findet mich, der Oliver Schirach Show. Oliver Schirach gibt es zwei, mich und jemanden in Frankfurt, der mit Banken zu tun hat. Also das bin ich. Auf Facebook, Instagram etc. Schirach versuche ich zu halten. Und ja, ich bin auch offen. Und falls ihr möchtet, dass ich euch interviewe mit eurem Thema, also auch Nahtod oder Spiritualität, alles mögliche, Persönlichkeitsentwicklung, einfach an mich schreiben, kontaktieren. Auf Deutsch, Englisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Spanisch etc. Nicht alles geht so gut wie Deutsch. Also, vielen Dank nochmals, Michi, für die Zeit. Danke auch. Vielen Dank. Und wir werden etwas weitersprechen in Behind the Scenes. Irgendwann mal kommt das auch noch für euch. Und bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Tschüss. Vielen Dank.